Für alle, die anstatt Reserverad einen Subwoofer haben möchten, beziehungsweise die gar kein Reserverad in ihrer Reserveradmulde haben, die haben die Möglichkeit, einen Subwoofer in ähnlicher Form eines Reserverads in die Reserveradmulde zu integrieren. Herzlich willkommen bei AAS24, eurem Kanal für geilen Sound im Auto, und ich darf euch heute vorstellen einmal den Option Drive 10 BRP und einmal den Drive 10 BRP Flat, weil er flacher ist. Also kommen wir zur Sache. Beide Subwoofer-Gehäuse haben einen 25 cm Subwoofer integriert, der für ordentlich Bass sorgt, und in unserem Fall vom Flat ist es halt auch ein extrem flacher Subwoofer mit 25 cm Membran. Beide Subwoofer sind Bassreflex, das heißt, wir haben eine tiefere und fettere Abstimmung für den Bass. Der schaufelt so richtig schön im Tiefbasskeller rum, wenn es sein muss, und bringt euch wirklich jede Menge Spaß ins Auto. Beide Subwoofer haben eine Belastbarkeit von bis zu 300 Watt RMS, und zum Flat muss ich euch noch was sagen, weil der ist extra flach und auch ein bisschen teurer. Also, das liegt aber nicht daran, weil wir einfach an einem kleineren Modell mehr Geld verdienen möchten, sondern weil auch unser 25 cm Flatwoofer einfach aufgrund seiner Materialien erheblich teurer ist als ein Subwoofer, der hier in dieses größere Gehäuse reinpasst. Und wir haben hier einen Neodym-Magneten dran. Der ganze Subwoofer hat bloß eine Einbauhöhe von 6,8 cm gegenüber natürlich einem Flat, also einem Nicht-Flat-Subwoofer. Wir können den mal so dagegen stellen. Das macht halt einen enormen Unterschied von 2 bis 3 cm zum Schluss aus, um genau auf die Höhe eines Notrades zu kommen, so dass wir den Kofferraumdeckel trotzdem schließen können auf dieser Ebene, was bei so einem normalen Subwoofer für normale Reserveradgröße nicht mehr möglich ist. Das heißt, der würde in dieser Reserveradmulde so hoch aufbauen, dass der Kofferraumboden nicht mehr zum Schließen wäre. Und deswegen haben wir uns jetzt auch entschieden, weil wir eben mit dem RF10 Subwoofer jetzt die Möglichkeit haben, so ein flaches Gehäuse zu bauen, wo eben ein normaler 25 cm Subwoofer aufgrund seiner Bauhöhe gar nicht mehr reinpasst. Und wir haben jetzt eben einen 25 cm Bassreflex Subwoofer für die Reserveradmulde für Fahrzeuge, die nur eine Notradmulde haben. Beide Subwoofer lassen sich mit einer Gewindestange an der Befestigung festmachen, wo auch das originale Notrad oder Reserverad befestigt ist. Das liegt alles im Lieferumfang soweit mit dabei. Wir haben auch schon jede Menge Videos, wo wir den Drive 10 BRP installiert haben. Die Installationsweise von der Flat-Version ist natürlich die gleiche. Und wir haben auch ein Multi-Molex-Terminal an beiden Subwoofern jetzt integriert. Das bedeutet, dass wir hier ein großes Terminal haben mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Grundsätzlich kennt ihr natürlich ein Terminal mit einem Plus und einem Minus, und da schließt ihr einfach dann den Ausgang der Endstufe hier mit zusammen, und dann läuft der Subwoofer. Und wir haben ja beide Subwoofer sind Doppelschwingspulen-Subwoofer. Das heißt, es ist nicht nur eine Schwingspule mit einem Plus und einem Minus, sondern wir haben zwei Schwingspulen auf einem Kern drauf mit 2 Plus und 2 Minus entsprechend. Und wir haben dieses Multimolex-Terminal so gebaut, dass wenn ihr die zwei Anschlussterminals, wo ihr hier so ein Druckterminal habt und das Kabel einschieben könnt und dann wieder loslassen, dann ist das Kabel schon fest dran, braucht ihr bitte unbedingt diesen Plug, liegt natürlich alles im Lieferumfang mit dabei, und den steckt ihr mit an, damit ihr beide Schwingspulen sozusagen in dem Moment auch schon parallel schaltet. Dafür sorgt dieser Plug. Ansonsten würde der Subwoofer nur auf einer Schwingspule laufen, also nur die Hälfte Leistung bringen. Und deswegen muss an der Stelle hier der Plug rein. Wer diese zwei Druckterminals nicht verwendet, weil er sowieso zum Beispiel ein Subwoofer-Molex-Kabel von uns verwendet, das direkt hier angeschlossen wird und natürlich in dem Moment schon alle zwei Schwingspulen komplett versorgt sind, weil das einmal durchgeschleift ist bis zur Endstufe. Der braucht natürlich
diesen Plug nicht mehr reinmachen, weil dafür nutzen wir ja den kompletten Anschluss als Hauptanschluss und haben alle 4 Adern der 2 Schwingspulen belegt. Wir haben auch 2 Molex-Anschlüsse hier, die man sehen kann. Einer ist mit 0 Grad Phase deklariert und einer mit 180 Grad Phase. Es ist nämlich so, dass wenn ihr wie früher hier ein Plus und ein Minus habt und euch das zum Fahrgeschehen, zum Bass im Fahrzeug von euren Originallautsprechern oder zumindest mal, egal ob ihr eine Endstufe drauf habt oder nicht, den Bass euch anhört von den Türlautsprechern und ihr jetzt diesen Bass, den neuen Subwoofer mit dazu integriert, kann es sein, dass wenn ihr die Phase falsch erwischt habt, also Plus und Minus vom Subwoofer quasi verkehrt rum angeschlossen habt, weil man eben manchmal nicht erkennt, welche Farbe, welches Kabel sein soll, also welche Markierung, Plus oder Minus, dann hört ihr eventuell den Unterschied, also nicht eventuell, meistens hört man den sogar sehr deutlich, wenn ihr den zum Beispiel jetzt mal auf 0 Grad Phase anschließt, ihr hört euer Frontsystem an und tut jetzt den Woofer mit in Betrieb nehmen. Und dann schließt ihr einfach das gleiche nochmal auf dem anderen Terminal an, auf 180 Grad Phase und hört euch das nochmal an. Im besten Fall hört ihr einfach mal einen massiven Unterschied zwischen falsch angeschlossen, dann löscht sich der Bass teilweise aus zwischen dem Subwoofer-Bass und dem Bass, das das Front- bzw. Front- und Hecksystem bereits schon produziert, weil die gegenphasig quasi arbeiten. Der eine drückt, der andere zieht, da kommt keine Gewalt auf. Das passiert nämlich erst, wenn alle gleichmäßig drücken. Ja, habe ich das so ein bisschen verständlich rübergebracht? Das kann man damit richtig einstellen und wenn ihr das richtig eingestellt habt, dann hört ihr auf einmal, wow, jetzt habe ich so einen richtigen Bassdruck mehr und wenn ihr den falsch anschließt, dann wird der Bass ein bisschen leerer. Also probiert es einfach aus, da kann man nichts falsch machen dran, deswegen haben wir extra diese 2 Terminals dran mit 0 und 180 Grad Phase. Das kann schon mit allen möglichen Einstellungen auf einmal anders sein. Ihr macht einen anderen Filter beim Subwoofer rein und schon habt ihr eine andere Phase. Deswegen hier, bevor ihr endgültig das Ganze, eure Anlage wieder zumacht, hier einmal Probe stecken. Das gleiche gilt natürlich hier für den Drive 10 Flat. Und wenn ihr das Ganze komplett frei verwenden möchtet, also nicht mal die Druckterminals verwenden oder auch nicht den Molex Anschluss auf eine bereits vorhandene Soundanlage von uns, könnt ihr natürlich auch jetzt die 2 Schwingspulen, die am Subwoofer angeschlossen sind, hier mit diesem beiliegenden Anschlusskabel mit einmal rechts-links plus, also Schwingspule 1 plus minus, Schwingspule 2 plus minus, separat bedienen, wie ihr das möchtet. Unser Drive 10 BRP ist die 2x4 Ohm Version. Das ist auch für alle Anwendungen, die wir mit unseren Soundsystemen bereits vorgestellt haben für verschiedene Autos, immer die richtige Anwendung. Wir haben aber auch jetzt beim Drive 10 Flat BRP die Möglichkeit zwischen 2x4 Ohm oder 2x2 Ohm auszuwählen. Das kommt ganz im Speziellen darauf an, was ihr für einen Verstärker habt, welche Leistung der an wie viel Ohm macht. Dann könnt ihr euch den passenden, richtigen Woofer für euch auswählen. Und als bestes Beispiel ist natürlich die Seat Beats Anlage, weil dafür haben wir das im Hinterkopf gehabt, hey, wer das Reserverad bei einem Seat raus haben möchte und dafür lieber einen dicken, schönen, fetten Subwoofer integriert haben möchte und eine Beats Soundanlage hat, der kann nämlich jetzt diesen Subwoofer genauso anschließen. Da gibt es das passende Anschluss-Adapterkabel dazu, damit ihr das nur zwischen reinstecken braucht. Und da haben wir für die ganzen Seat Beats Anlagen ein Upgrade mit unserer DSP 6 Endstufe. Das haben die, wo ein Seat fahren, vielleicht schon als Video von uns gesehen. Da brauchen wir dann die 2x4 Ohm Abstimmung für die Option Sound Upgrades. Und wenn ihr die originale Beats Soundanlage nicht anrühren möchtet, sondern nur den Subwoofer tauschen möchtet, ohne dass wir eine weitere Endstufe mit dazu integrieren und so weiter, dann braucht ihr tatsächlich, um die maximale Performance zu bringen, einen 2x2 Ohm Subwoofer. Und deswegen haben wir speziell für alle Seat Beats Fahrer das Interesse geweckt, indem wir jetzt hier einen 2x2 Ohm Subwoofer auch zur Verfügung stellen, der einfach anstatt Beats Subwoofer, der kommt nämlich raus,
unser 2x2 oben Subwoofer im Bassreflexgehäuse anstatt Reserverad integriert. Der kommt rein und dann habt ihr aber echt viel mehr Bass als der originale Beats Subwoofer, ohne weitere Kosten einer Endstufe oder sonst was. Und wenn ihr dann eben upgraden möchtet auf das Sound Upgrade, was wir für Seat-Fahrzeuge anbieten und Cupra natürlich, da geht dann wiederum diese andere Variante mit dem 2x4 Ohm Subwoofer. So, jetzt wisst ihr Bescheid, was zu tun ist. An der Stelle würde ich es auch gern nutzen, unseren RF10 Subwoofer euch ein bisschen näher vorzustellen. Das ist ein Subwoofer mit einem Kunststoffgehäuse und einen Neodym-Magneten, den hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Das ist ein Magnet einer ganz besonderen Güte, der hat eine unheimliche magnetische Kraft, fällt aber viel kleiner aus als so ein dicker, fetter Ferritmagnet und kann somit jetzt innen drinne installiert werden, wo die Schwingspule praktisch eingestülpt ist. Und damit fällt der natürlich extrem flach aus, weil das alles verschwindet, aber auf gar keinen Fall unter Verlust von irgendwelcher Performance, sondern bei gleicher Performance wie so ein dicker, fetter Magnet. Und wir haben die Terminals so an der Seite angebracht, dass die auf gar keinen Fall jetzt nochmal nach oben, irgendwie oben rausstehen würden, weil dann wäre der Gedanke des ultraflachen Subwoofers verloren gegangen und haben tatsächlich diese flache Einbautiefe mit einem Subwoofer, der eine extrem breite Sicke hat, die eine unglaubliche Auslenkung machen können, eben gerade für tiefe Bässe, die richtig schön ordentlich zu spielen. Und auch die extrem harte Dustcap, damit natürlich auch hier großer Druck im Gehäuse entstehen kann, ohne dass der Subwoofer kaputt geht. Deswegen können wir auch einen sehr, sehr großen Hub mit dem Subwoofer anstellen. Der RF10 macht bis zu 13,5 mm Auslenkung mit. Allein beim Gewicht sparen wir uns gegenüber dem Ferritmagneten. Der hat nämlich jetzt hier 4,8 Kilo, also der Subwoofer alleine. Und der Flat Subwoofer mit dem Neodym-Magneten, der hat ein Gewicht von 1,4 Kilo. Das ist ein Drittel von dem Subwoofer und das macht sich im Gesamten natürlich auch bemerkbar. Unser Flatwoofer hat 8,9 Kilo und der Nicht-Flat, also der 10BRP, der normale, hat halt 14,3 Kilo. Beide hier vorgestellten Woofer sind passive Woofer, das heißt, ihr braucht immer einen Verstärker, der den Sound an den Woofer hinbringt. Hier ist kein Verstärkermodul mit integriert, wie bei Aktivwoofern. Den gibt es hier übrigens auch als Aktivversion, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir brauchen hier einen externen Verstärker. Und jeder, der den Mut hat, das Reserverad zu eliminieren und sich dafür aber einen gleich großen Subwoofer in sein Fahrzeug integriert, der wird auf jeden Fall belohnt mit jede Menge Bass. Und wenn man das Verhältnis so sieht für Subwoofer, die ins Reserverad reingemacht werden, die fallen natürlich kleiner aus. Und je größer das Volumen, umso mehr Bass wird in der Regel erzeugt. Deswegen natürlich auch großes Gehäuse, großer Subwoofer, viel Bass, aber natürlich das Opfern des Reserverads. Aber natürlich für alle, die das Reserverad drin lassen möchten, haben wir natürlich auch entsprechende Subwoofer-Lösungen, die auch für diese Varianten exzellent sind. Aber es liegt jetzt bei euch, für was ihr euch entscheidet. Dann wünsche ich euch jetzt mal ganz viel Spaß bei der Auswahl eures Lieblings-Subwoofers und natürlich dann auch mit ganz viel Bass im Fahrzeug, den ihr natürlich für eure Bedürfnisse passend einstellen könnt. Und weil wir ja immer noch weitere Videos bringen, wie wir solche Subwoofer auch richtig im Auto einbauen mit allen Tipps und Tricks, abonniert unseren Kanal doch, lasst einen Daumen hoch da oder einen Kommentar, wenn ihr eine Idee habt, für was man Subwoofer sonst noch im Auto integrieren kann, an welchen Stellen und welche Ideen ihr so habt. Also schreibt mal rein und viel Spaß, bis zum nächsten Mal.